Udo Mark. Im Training super Zeiten gefahren, auch sehr konstante Zeiten, dann im Rennen doch nur Fünfter geworden. Woran lag's? Ja, wir haben einen gravierenden Fehler gemacht und das war einen zu harten Hinterradreifen gewählt. Und in diesem Rennen habt ihr das geändert? Selbstverständlich, wir fahren jetzt mit einer anderen Mischung und ich bin überzeugt, dass es jetzt besser funktioniert. Also dann hoffen wir, dass es im zweiten Lauf besser läuft. Udo Mark, wir geben hoch zu Peter Kohl. Ja, der Udo, der war in der Zwischenpause zwischen ersten und zweiten Lauf ganz schön sauer. Er meinte, dieser Hinterreifen, der zu hart war, kam nie richtig auf Temperatur. Das Motorrad hat gebockt, hinten immer wieder weggerutscht und damit war die Chance auf einen ganz vorderen Platz natürlich frühzeitig vergeben. Diskussionen hat es hier gegeben über die Unfallursache, so will ich es mal in Anführungszeichen nennen, die das Aus für Michael Rudroff gebracht hat. Dieses Circuit Goodyear, diese Rennstrecke ist sehr gefährlich, weil eine Autoteststrecke, die Curbs zum Teil gerippt und er ist mit dem Knieschoner voll in diese Rippenwanne reingekommen. Es hat den Knieschonerschutz restlos weggerissen und die Kniescheibe wurde einmal umgedreht. Das hört sich ziemlich fies an, tut weh, allein schon beim Zuhören und es ist auch sehr gefährlich. Er wird am Nürburgring definitiv nicht starten können. Dafür ist Andi Hoffmann beim zweiten Lauf wieder mit dabei, der Überraschungsmann aus der Schweiz. Ja, ich stehe hier mit Andi Hoffmann aus dem Kawasaki-Team. Andi, du hast noch gar kein Rennen mitgemacht, aber hast im Training schon deinen anderen Teamkollegen hinter dir gelassen. Wir haben eben im ersten Lauf gesagt, es könnte ja ein bisschen peinlich für ihn sein, aber ich glaube, er sieht das ganz gelassen. Wie siehst du es denn? Super Einstieg zum ersten Rennen. Willst du die Pro Superbike-Meisterschaft jetzt noch mal von hinten aufrollen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das schon gesagt, wir wollen im Winter nach Macau gehen und das ist ein einmaliger Einsatz, dass ich ein bisschen auf dem Motorrad sitze. Es ist ein bisschen schwierig gewesen jetzt für mich, weil die Einstellung alles für den Rob war. Und jetzt haben wir relativ viel verstellt für das zweite Rennen. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen besser geht. Also, wir wünschen es dir auf jeden Fall. Viel Spaß. Andi Hoffmann. Sein Teamchef Emil Weber sagt, volles Risiko, wir haben eine ganze Menge verändert und das Motto heißt, entweder es funktioniert, dann kann er noch weiter nach vorne fahren, oder es haut halt überhaupt nicht hin, dann muss er unter Umständen sogar aufhören. Er hat ja keine Punkte zu verlieren, keinen Platz zu verlieren im Kampf um die Meisterschaft. Ich denke, sowas kann man schon mal machen, Michael. Ja, also er ist ja wirklich nur einmal hier und er kann nur gewinnen und er wird jetzt den so ein bisschen nach seinem, er hat im ersten Rennen gemerkt, wo es dran gehapert hat sich jetzt so hingestellt und kann es zwar jetzt nicht mehr testen, aber es kann nur vorwärts gehen. Wir wollen übrigens eine kleine Rehabilitation betreiben, so ist es. Und zwar Rob Phillips, der war im ersten Lauf gleich draußen am Anfang, weil Feuchtigkeit in der Zündbox war vom Regen-Warm-up am heutigen Morgen und deshalb Zündaussetzer, es ging nichts, er musste gleich in der ersten Runde aufhören. Ein anderer ist dafür ganz heiß auf diesen zweiten Lauf, runter in die Startaufstellung. Werner Dimperl steht hier neben mir, ein Privatfahrer. Werner, ist es eigentlich sehr hart für Privatfahrer gegen die Werksfahrer zu bestehen? Das ist eines der härtesten Sachen, was ich bis jetzt gemacht habe, mein Lieben. Und macht es dir trotzdem Spaß? Macht trotzdem Spaß und versuche immer wieder bei den Privatfahrern unter den Vorderen dabei zu sein. Hier wird es jetzt ein bisschen hektisch. Dankeschön, Werner Dimperl, auch in diesem Rennen. Viel Glück. Also, es kann gleich losgehen. Beste äußere Bedingungen, strahlender Sonnenschein, ein paar Schäfchenwolken. Mal sehen, was der Expertentipp für jetzt vorsagt. Noch nicht. Expertentipp und ich hoffe, dass wir ihn jetzt auch finden. Es ist nämlich Michael Rohrer von der Zeitschrift Motorrad, ein Motorradredakteur. Aber zurzeit ist er noch nicht zu sehen. Da steht er. Wir gehen ganz kurz rüber. Das ist live, kurz vor dem Rennen. Hier Michael Rohrer, wir machen den Tipp des Tages jetzt direkt. Michael, was sagst du? Auf wer wird es heute machen im zweiten Lauf? Ja, ich glaube, es wird zwar allmählich ein bisschen langweilig, dass es weder der Christo macht. Erstens, weil er meines Erachtens der stärkste Mann ist und zweitens hat er heute Geburtstag. Also gönnt wir es ihm auch. Natürlich. Wer wird Zweiter und Dritter? Zweiter, glaube ich, dann doch wieder Andreas Mecklau. Der dritte Platz, ja, kann man schwer sagen. Der Lavilla ist sehr stark, aber er ist in manchen Streckenmomenten hält er die anderen auch auf. Vielleicht schafft es auch der Jochen Schmidt. Also das war der Expertentipp. Christa Lindholm, Andreas Mecklau, Grigori Lavilla und wir gehen ab zu Peter Kohl. Viele Möglichkeiten also in diesem zweiten Lauf auf der Rennstrecke in Colmar Berg. Die äußeren Bedingungen, wie gesagt, exzellent, 22 Grad, nicht zu heiß. Der Asphalt 25 Grad, auch das gut für die Piloten, denn der Reifenverschleiß wird nicht allzu hoch sein. Es ist leicht bewölkt, der Wind 34 Stundenkilometer, stramm von der Seite wehend. Das ist schon eher ein Problem. Aber gestern im Training kam er auf dieser langen Geraden direkt von vorne und da bremste es die Maschinen doch gewaltig runter. Andi Mecklau meinte, er habe sogar Versatz gehabt bei der Maschine. Die ist da einen halben Meter rechts-links weggesprungen aufgrund des doch teilweise sehr böigen Gegenwinds.
Probleme momentan bei Gregorio Lavia. Die Maschine springt nicht an. Was kann da los sein? Ja, ich glaube, jetzt ist sie gerade angesprungen. Er hat sie wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in der Hektik abgewürgt. Und so ein Zweizylinder, so einen großvolumigen, den kriegt man nicht einfach so angeschoben. Und da hat er sich von Mechaniker halt Hilfe geholt. Aber jetzt geht's. Ist auch alles laut Reglement zugelassen, ohne große Probleme. Er kann seinen Platz einnehmen. Und wir schauen uns kurz die Startaufstellung an, denke ich. Und da werden wir natürlich wieder ganz vorne das Geburtstagskind sehen, nämlich Christa Lindholm. Die Meute jagt los, während wir hier den Gesamtführenden und den Titelverteidiger eingeblendet sehen. Auch von dieser Stelle nochmal Congratulations zum Geburtstag. Hoffentlich bleibt er heil und gesund, dass er heute Abend noch mit einem Glas Sekt mit seinen Mechanikern anstoßen kann. Auf dem zweiten Platz Udo Mark, dem es im ersten Lauf überhaupt nicht gut lief. Voll verwachst, was die Reifenwahl betrifft. Er will es jetzt besser machen. Gregorio Lavia, ein knüppelhart fahrender Spanier, der Ambitionen hat, in die WM einzusteigen. Er will natürlich hier auf sich aufmerksam machen. Ganz klar, hoffentlich bleibt alles im Bereich des Fairen. Michael Rudroff, schön, dass wir ihn hier noch mal lächeln sehen, der leider nicht mit dabei. Ich habe Ihnen erklärt, warum. Wollen wir nicht länger drüber reden, drücken wir die Daumen, dass er ganz, ganz schnell wieder auf die Rennstrecken zurückkehrt. Die nächsten Startreihen. Wir sehen geballte Erfahrung in Startreihe 2. Jochen Schmid, Andreas Meklau. Er will sich wieder nach vorne katapultieren, kam sofort an die Spitze des Feldes. Das war schon sensationell im ersten Lauf. Rob Phillips, die Maschine ist repariert, die Zündbox ausgewechselt, alles wieder trockengelegt. Mal sehen, ob er jetzt mit der Yeka Häfli Kawasaki besser zurechtkommt. Peter Linden, der im Zivilberuf Kampfpilot ist, also ganz, ganz heiße Maschinen fliegt, mit dem Saab Düsenjet unterwegs hier mit einer Kawasaki auf der Straße. Uwe Wilhelm nicht dabei, das habe ich Ihnen im ersten Lauf schon gesagt. Gestern der Sturz. Er, genauso wie Jarno Burkhardt, wegen einer Verletzung nicht startfähig. Die letzten Kurven werden genommen von den Fahrern, während die Top-Piloten hier bereits ihre Positionen einnehmen. Die Fahrer nur leicht seitlich versetzt. Der Abstand nicht allzu groß. Da kann man am Start also eine ganze Menge wettmachen. Aber man muss auch, wenn man etwas weiter hinten steht, hier viel wettmachen, denn es gibt nicht viele Überholmöglichkeiten auf diesem Circuit Goodyear. Es gab in der Zwischenpause weiterhin heftige Diskussionen über den Sinn, hier ein Rennen auf dieser Strecke durchzuführen. Die Streckenbetreiber, so will ich sie mal nennen, die Streckenbesitzer, haben sich umgehört im Fahrerlager. Bei den Piloten haben Stimmung und Meinungen gesammelt. Und eins ist ganz klar herausgekommen, während wir hier die grüne Flagge sehen. Es muss mehr Kommunikation geben zwischen Fahrer, OMK und den örtlichen Veranstaltern. So, damit ein Schlussstrich unter diese unsägliche Diskussion gezogen. Wir konzentrieren uns auf das Rennen und Christa Lindholm bestens weggekommen. Lavia an zweiter Position. Die bunte Meute jagt auf diese rechte Spitzkehre zu. Volles Runterschalten in den zweiten Gang, 6.800 Umdrehungen, 83 Stundenkilometer. Lavia an die Spitze gegangen. Es geht bergab. Hochschalten bis in den vierten Gang, 13.200 Umdrehungen, 205 Stundenkilometer. In diesem Bogen geht es dann wieder nach diesem Bogen runter. In den ersten Gang, 7.300 Umdrehungen, Tempo 75. In dieser Kurve hochbeschleunigen in den zweiten Gang, 9.400 Umdrehungen, 110. Durch den Bogen durch. Ein sehr, sehr weiter Bogen, 180 Grad. Hier runter in den ersten Gang, 6.400 Umdrehungen, 67 Stundenkilometer. Raus beschleunigen bis in den dritten Gang, 12.000 Umdrehungen, 139 Stundenkilometer. Runterschalten in den zweiten Gang, 7.500 Umdrehungen, 88 Stundenkilometer. Und der Spitzenreiter Gregorio Lavia bleibt im zweiten Gang, dreht das Motorrad hoch bis auf 12.000 Umdrehungen und dann hier in dieser Spitzkehre erster Gang, 4.900 Umdrehungen, ganze 50 Stundenkilometer, die Superbiker hier schnell oder auch langsam, wenn man so will, und dann das unglaubliche Rausbeschleunigen auf diese lange Gerade und der Topspeed am Ende der Gerade 270 oder leicht drüber, sechster Gang bei 13.700 Umdrehungen. Der Udo ist jetzt schon nach vorne gekommen und er hatte wirklich mit seinem neuen Reifen wahrscheinlich mehr Glück und er wird jetzt alles dran geben, damit er sich da vorne an Lavia festbeißt. Udo Mark diesmal an der zweiten Position und das gefällt ihm natürlich schon wesentlich besser. War stinksauer nach dem ersten Lauf. Der Grund, er fühlte sich in der Endphase, als er noch Reserven hatte, aufgehalten, genauso wie Jochen Schmid.
Er meint, die überrundenden Piloten müssen halt ein bisschen mehr mitspielen. Jochen Schmid ziemlich sickig auf die Streckenposten. Er hat keine einzige geschwenkte blaue Fahne gesehen. Das hat er dann doch mit als Argument angeführt, dass er in den letzten 3-4 Runden nicht mehr in diesen Dreikampf an der Spitze mit eingreifen konnte. Reserven hätte er gehabt, die Maschine war top, aber er wurde aufgehalten, der Abstand, der Abriss dann doch zu groß. Und das hat natürlich gefuchst, ganz klar, denn er will in der Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden, muss aber aufpassen, dass Lindholm und Meklau ihm da nicht zu sehr enteilen. So, sehr schöne Fahrstudien hier. Jetzt kommen wir wieder zu der Schlüsselstelle und zwar da beim Rausbeschleunigen. Das ist enorm wichtig, dass man den Schwung mitnimmt, weil die lange Gerade, die kommt jetzt, Udo wird sich versuchen anzusaugen im Windschatten. Nur oben ist der Lavia sehr, sehr gut auf der Bremse. Christa Lindholm in einer guten Beobachtungsposition, schaut sich das da vorne erst einmal ruhig an. Er hat jetzt einen härteren Reifen gewählt. Er sagt im ersten Lauf, das war wirklich ganz, ganz hart an der Grenze. Das Ding hat sich am Schluss richtig gehend aufgelöst. Da hätten wir unseren Reifenpoker beinahe verloren. Die Attacke gegen Udo Mark. Der kann noch einmal kontern, gegenhalten. Und Andi Meklau, er bereits auf Christa Lindholm aufgeschlossen. Auch der Österreicher ganz cool nach dem ersten Durchgang. Wir haben das ja so interpretiert, dass er das Tempo vorne an der Spitze hat vielleicht nicht mitgehen können. Aber er meint, ich habe die absichtlich vorne fahren lassen. Ich wollte, dass die sich gegenseitig aufarbeiten. Ich mir Material einspare und dann am Schluss gegensetzen kann, die Schlussattacke, und da war er sauer auf sich selber, kam einfach ein bisschen zu spät. Das war cool gesprochen, aber ich glaube wirklich, dass er so ein bisschen abgewartet hat, mit seinen Reifen ein bisschen gehaushaltet hat, weil er kommt zum Schluss immer wirklich enorm auf. Er hat es übers Rennen gesehen, wirklich gut im Griff, aber jetzt muss er erstmal an die 3 vorbei. Wunderschöner Vierkampf an der Spitze und mit der Nummer 2 Jochen Schmid am Ende als Fünfter an diesem Rattenschwanz. Das verspricht Spannung. Richtige Spannung jetzt in diesem zweiten Lauf. Es ist der Einstieg in die zweite Saisonhälfte. Der 8. von insgesamt 14 Durchgängen. Erstaunlich, Lavilla am Anfang des Rennens immer sehr, sehr schnell, aber er scheint diesmal seine Position vorne länger behaupten zu können. Setzt immer sehr weit außen an, diese rechte Kehre, während die anderen doch eine innere Linie bevorzugen. Also am Ende der Geraden ist es sowieso, wenn man ein bisschen spät bremst, dann wird man rausgetragen und dann kann recht schnell in einer vorbeischlüpfen. Also welches jetzt die beste Position ist, also ich würde lieber etwas mittig fahren und Lavia geht von außen an, aber er hat es halt besser im Griff als ich. Da waren einige Piloten, während wir hier diese Zeitlupe sehen, dieses Einbiegen in diese scharfe Rechts. Nahezu der Ansatz einer Attacke von Meklau, aber der kann natürlich auf der Außenbahn an Christa Lindholm hier nicht vorbeigehen, wenn bei dem alles ganz normal funktioniert. Ja, einige Piloten meinten, das ist natürlich auch schwierig in dieser Rechtskurve, denn da ist eine weiße Linie aufgemalt auf dem Boden und die ist sauglitschig. Ja, da muss man rechtzeitig das Motorrad umgelegt haben, denn ruckzuck liegt man da auf der Seite. Die weißen Striche sollte man tunlichst meiden. Es gibt Rennstrecken, da kann man die wirklich mitbenutzen. Da kann man sich raustragen lassen, bis über die weißen Linien, bis auf die Curbs drauf. Aber hier ist es eine Sache, die sind aufgemalt und die sind doch sehr glitschig. Ganz dicht, eng aufeinander. Kurzer Abstand, der sich da entwickelt beim vollen Rausbeschleunigen, das ist normal. Aber Udo Mark nach wie vor an der zweiten Position hinter Lavilla. Auf dieser Langgeraden, da sieht man, hat er einfach Probleme, das Tempo mitzugehen. Im Gegenteil, Christa Lindholm geht innen an Udo Mark vorbei. Jetzt auf der günstigeren Linie. Und Meklau hat da auch noch versucht zu naschen an diesem Überholerfolg. Hat sich aber nicht anhängen können. Und Lindholm ebenfalls an Lavilla vorbei. Da kommt diese Phase, die wir schon vermutet haben. Lavilla am Anfang unglaublich schnell und dann muss er aber ein bisschen nachgeben. Er muss auch gleich Udo noch vorbeilassen. Und das ist so ein bisschen der Überraschungseffekt. Man hat einen vorbeilassen müssen und ist so ein ganz klein bisschen aus dem Tritt gekommen. Und dann kann gleich der zweite kontern und das war in diesem Fall der Udo. Das sehen wir noch einmal. Erst Lindholm an Udo Mark innen vorbeigezogen. Und dann hat er viel, viel Speed. Und da ein Absteiger. Paul Leuthardt, der Schweizer vom VIP Racing Team. Gott sei Dank kann aufstehen, versucht sich sofort in Sicherheit zu bringen, damit die Maschine nicht nachgeflogen kommt. Ihn sozusagen überrollt. Offensichtlich, Gott sei Dank, nichts passiert.
Das ist das, was wir auch damals gerade angesprochen haben, dieses typische Highsider. Das sind diese langsamen Kurven mit früh aufziehen. Man muss ja wirklich vorsichtig mit dem Gas hantieren, weil der erste Gang, der reißt doch recht anständig am Rad. Und hier plötzlich der Abstand riesengroß geworden zwischen Christa Lindholm, Udo Mark, den momentan als einziger im Windschatten verfolgen kann. Der Abriss Lavilla hat, und das haben wir beim Tipp des Tages auch gehört, die anderen ein bisschen aufgehalten. Also da hat sich diese Voraussage bewahrheitet. Lavilla jetzt an die 4. Position zurückgefallen. Er hat auch, ich denke, dass er einen ziemlich weichen Reifen immer wählt und versucht praktisch so sein Glück in der Flucht am Anfang. Aber er kann es nicht über das ganze Rennen kompensieren. Und so hat sich der Andy gerade super angesaugt und ist ganz locker vorbeigegangen. Roger Kellenberger ebenfalls draußen, einmal mehr. Das Aus für den sympathischen Schweizer, der, wie wir hier sehen, förmlich buchstäblich auf dem Boden liegt. Bittere Situation momentan für ihn. Er sagt, ich habe echte Motivationsprobleme. Meine Honda, die läuft. Diese Tide Honda von der Power, die sie bringt, müsste ich ganz vorne mit dabei fahren. Aber ich bin vom Fahrerischen momentan einfach nicht in der Lage, das umzusetzen. Es ist nicht die Maschine. Da gab es private Probleme, die wollen wir hier nicht breitwalzen. Das ist im Roger sein Problem. Geht niemand anderem was an. Aber das spielt alles ein bisschen mit und tja, da gab es natürlich auch vom Teamchef Tide ein bisschen Druck. Der hat gesagt, Junge, jetzt Resultate müssen kommen. Das macht die Situation nicht einfacher und der Roger meinte heute Morgen schon, vielleicht wäre es besser, wenn ich wirklich aufhören würde. Das sind natürlich Gedanken, wenn die erstmal sich im Kopf festsetzen, da kann es ruckzuck mit der Karriere mal vorbei sein, denn mit Aussetzen, mit Pause machen ist nicht. Dazu ist er zu alt, um dann irgendwann als Quereinsteiger zurückzukommen. Interview machen oder lieber nicht? Wir sehen Christa Lindholm in Führung, gefolgt von Udo Mark. Die beiden geben sich da vorne schon reichlich. Udo macht unheimlich Druck auf Christa und er will es wissen. Also es ist immer so ein Spiel. Udo hat auch schon auf der Yamaha gesessen und er will es zeigen. Er will es dem Christa einfach zeigen und beweisen, dass er auf der Suzuki einfach schneller ist. Und er wird alles dran geben, dort vorbeizukommen. Yamaha gegen Suzuki, das Duell hier. In der Gesamtwertung übrigens zum ersten Mal seit 2 Jahren eine Yamaha wieder ganz vorne. Und wer war das vor 2 Jahren, der das Ding auf die Führungsposition gesetzt hat? 3-mal dürfen Sie raten, Christa Lindholm. Der beherrscht das Bike ganz offensichtlich aus dem FF. Aber es gibt Informationen aus der Boxengasse, nichts wie runter. Ja, ich stehe mit Roger Kellenberger. Roger, was ist passiert? Erzähl ganz kurz. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Leistungsentfaltung von der Maschine gehabt. Ich habe im unteren Drehzahlbereich Aussetzer gehabt und die Aussetzer haben jetzt dazu geführt, dass ich da vorne einen Highsider gehabt habe. Glaubst du denn, ist was Schweres passiert? Du bist ein bisschen auf den Kopf gefallen. Wir haben es gesehen gerade, du hast dir den Kopf gehalten, auf den Helm gefallen. Ist irgendwas Schlimmes? Nee, an mir ist eigentlich nichts Schlimmes dran. Und wie sieht es aus fürs nächste Rennen? Trotzdem noch dabei und mutig? Da spielen relativ viele Faktoren damit mit hinein, wie es beim nächsten Rennen dann ausschaut. Ich muss es mit dem Teamchef besprechen, ich weiß es noch nicht im Moment. Also wir hoffen natürlich, dass Roger Kellenberger weiter dabei ist. Wir geben ab zu Peter Kohl. Tja, also nicht nur die Gerüchteküche, die da fast überquillt, sondern da ist auch was Wahres dran. Das hat er jetzt gerade bestätigt. Man wird sich da schnell zusammensetzen müssen, denn das nächste Rennen ist ja bereits in einer Woche am Nürburgring. Und da heißt es, flott eine Entscheidung finden, denn nur voll motiviert kann man hier in der Spitze mitfahren. Und das muss natürlich der Anspruch des Tide-Teams sein, ganz klar. Ja, ich denke auch, dass der Tide, der muss sich dann einfach jetzt so ein bisschen auch mal seinen Roger in den Arm nehmen und muss sagen, komm hier, da kommen wir durch, beide durch. Und wie gesagt, mit den Problemen, er fährt jetzt so lange für das Team und hat auch wirklich gute Erfolge geholt. Und da müssen sie sich jetzt zusammenraufen und müssen da zusammen, gute Rennfahrer und gute Teams zeichnen sich aus, wenn sie aus der Krise auch wieder rauskommen. Durch dick und dünn und das gemeinsam, das schweißt zusammen. Ich sage mal, in der Krise zeigen sich die wahren Freunde. Lindholm weiter vorne, gejagt von Udo Mark. Der ist natürlich jetzt heiß. Und schauen Sie den Abstand. Udo Mecklau kann den beiden an der Spitze nicht folgen. Es sind zwar noch 8 Runden, also genau die Hälfte der Distanz zu absolvieren auf dem Circuit Goodyear. Aber das sieht nicht mehr allzu gut für den Andi Mecklau aus. Kann er sich da noch mal ranbeißen? Ja, das ist zu großer Abstand. Also die haben sich wirklich abgesetzt. Der Christa spürt, dass der Udo hinter ihm ist. Sind nicht die größten Freunde, in Anführungsstriche. Es ist halt eine gesunde Rivalität da. Und er wird versuchen, vorne Pace zu machen und Udo wird drücken. Und so kommen die beiden eigentlich ganz gut weg mit dem Andreas.
Das zeigt aber auch, was für Top-Profis die beiden sind. Sie hatten beide einen Herstellerwechsel zu Beginn der Saison und beide kommen mit ihren neuen Untersätzen ganz hervorragend zurecht. Natürlich Pech gewesen für den Udo Mark, dieser verpatzte Saisonauftakt mit der Verletzung. Ja, wo er da im Training gestürzt ist. Wir müssen im nächsten Jahr auch noch mal so ein ganz klein bisschen über die Rennkurse nachdenken, weil auch da war es nicht so wahnsinnig sicher. Und wir wollen ja guten Sport bieten und ich denke, dass man da ganz genau darauf achten soll, was man da noch besser machen kann. Hier sehen wir dieses Umlegen der Maschine. Dieses Umlegen ist ja hier permanent gefordert. Das ist echte Knochenarbeit. Ja, es geht auch unheimlich in die Arme, weil man kann das gar nicht mehr mit den Schenkeln drücken, weil die Kurven sind so eng und eine auf der anderen folgt, sodass man auch wirklich mit den Armen reißen muss. Und ich bin ja gerade dieses Supersportrennen gefahren und kann wirklich sagen, so nach 16 Runden, da merkt man es ganz ordentlich, überall eigentlich. Ja, alle Fahrer waren nach dem ersten Lauf auch in der Dusche. Das sagt schon alles. Da klebt der Schweiß. Das ist richtig Arbeit hier. Jeder Pfennig hart verdient, wobei man ja sagen muss, es sind genug Piloten im Feld, die dann noch Geld mitbringen. Also von Verdienen ist da überhaupt nicht die Rede. Die machen das hauptsächlich noch aus Spaß an der Freude, nur bei diesem Kurs hier stellt sich bei den meisten kaum Freude ein. Das Motto von vielen, immer wieder herauszuhören, Hauptsache hier gesund und heil rauskommen. Lieber 1, 2 Punkte wegschenken, einmal nachgeben, nicht gegenhalten und dafür fit mit einer heilen Maschine nächste Woche zum Nürburgring kommen. Ich glaube, diese Denkweise ist auch gar nicht so falsch. Nee, das ist richtig. Ich persönlich finde den Kurs an und für sich nicht so schlecht. Es ist halt nur eben diese Startkurve, Kurve 1 nach der langen Gerade, die kann man fast nicht entschärfen und die ist wirklich saugefährlich. Und dann gibt es halt noch eine zweite, die auch nicht so ungefährlich ist, aber alles andere ist Wiese und Reifen. Nur auch hier diese Startkurve, es ist halt praktisch keine Kurve. Ne? Und deswegen sagen auch viele Piloten, kommen dann lieber nicht. Kann man ganz locker entschärfen, indem man einfach andersrum fährt. Da kommt man nämlich mit wenig Geschwindigkeit aus dem Kurvengeschlängel dann zu dieser sehr spitzen Kehre. Aber das sind Diskussionen, die uns hier nicht ablenken sollen. Das sind Gedanken, die man sich für die nächste Saison auf alle Fälle machen sollte. Wir sehen hier Andreas Hoffmann. Der hat einen Helm, sieht ein bisschen aus wie so ein Golfball, ein schwarzer. Aber er ist Publikumsliebling auf allen Strecken. Ein ganz lustiger Typ. Also der Andreas, der ist jetzt, der kommt mächtig auf. Also hat die Fahrwerkseinstellung hat wohl wirklich gefruchtet, weil er hängt jetzt schon hinten am Lavia, ne? Wenn ich das richtig Es sehe. geht hier um den 5. Platz. Da wollen wir nichts vertun. Die Reihenfolge: Lindholm, Mark, Mecklau, Schmid, Lavia, Hoffmann, dann Robert Hüber, der beste Privatier auf Rang 7. Alle Achtung, Chapeau. Rob Phillis auf Rang 8, Thomas Klink, Werner Dimpal auf dem 10. Platz, der extreme Probleme im ersten Lauf hatte. Schon nach der 5. Runde ist ihm die Halterung des Visiers auf der linken Helmseite weggesprungen. Das schon zum 2. Mal im Verlauf der Saison. Gleiches Pech hatte er schon in Zweibrücken. Ist den Rest des Rennens gefahren, fast immer mit der linken Hand am Helm, um das Visier hinzudrücken. Das ist natürlich eine unglaubliche Benachteiligung. War stinkefatz sauer, hat den Helm in die Ecke gefeuert, nachdem er in die Box gekommen ist. Kann man natürlich auch verstehen. Die weitere Reihenfolge: Heinrich Meier, der Älteste, Oldie Bad Goldie, auf der 11. Position. Und Andreas Hoffmann attackiert hart, aber fair. Man hat auch hinten in diesem Geschlängel gesehen, dass eigentlich der Lavia den Hoffmann aufhält. Und es kann nicht mehr so lange dauern, dass er irgendwo vorbeischlüpft, weil er ist einfach in diesem kurvenreichen Abschnitt hinten schneller. Der Andi mit seiner ganzen Erfahrung fährt meiner Ansicht nach rhythmischer runter durch dieses Kurvengeschlängel. Und das ist ja auch das Rezept für dieses Rennen. Lavilla sehr unruhig auf seiner Maschine. Immer wieder, vor allem beim Herausbeschleunigen, sieht man das Hinterrad ausbrechend, links, rechts ausscherend. Der hat da ganz schöne Probleme, seine Maschine auf Kurs zu halten. Also der Lavia macht unheimlich viel auf der Bremse. Also man sieht in den Kurven, da kommt er jetzt nicht mehr so richtig vorwärts. Vielleicht mit den Reifen, vielleicht die Abstimmung nicht ganz richtig gewählt. Und er ist unheimlich stark auf der Bremse, versucht natürlich da alles mit Gewalt, das wieder wettzumachen. Herrliche Bilder und die schnellste Runde von Christa Lindholm. 1:21,53. Da kommt er fast an die Bestzeit des ersten Laufes heran. Und wer hat die aufgestellt? Andi Mecklau mit 1:21,34. Da war er 6 Zehntelsekunden schneller als Christa Lindholm bei seiner Pole Position Time. Das ist fast erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich, vor allen Dingen, weil
im Training konnte er die Zeiten nicht fahren und er ist ja praktisch eine Sekunde hat er sich gesteigert zum Rennen. Und da muss man sagen, dass Andreas Meklau wirklich super vorangefahren hat, auch den richtigen Reifen gehabt, die richtige Abstimmung. Aber hier, der Udo hat man gerade gesehen beim Rausfahren, wieder so ein Slide, das ist diese enge Spitzkehre im ersten Gang. Aber er wird nicht aufgeben, ich warte noch auf den Attacker von Udo. Lindholm, Meklau und Lavia, alle drei waren schneller als die Trainingsbestzeit. Mit Qualifier-Reifen, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, da muss man wirklich sagen, das macht auch dieser wahnsinnige Druck aus hier. Es ist auch heute ein ganz klein bisschen kälter als gestern, das macht natürlich auch ein bisschen was aus. Und man muss sagen, und man lernt die Strecke auch immer besser kennen. Je länger man darauf fährt, je besser kann man fahren. Und das sind so ein paar Faktoren, die da mit eine Rolle spielen. Zum Thema Renneinteilung, der Andi Meklau hat seine Bestzeit von 1:21,36 in der 16. Runde aufgestellt. Noch viel erstaunlicher. Die anderen in der 8. und in der 4. Runde, aber bleiben wir jetzt bei Lauf 2. Es ist spannend genug. Auch wenn mir so ein bisschen der letzte Futzel fehlt für Udo Meklau, dass er da ganz an den Christa rankommt, um den ernsthaft zu bedrängen. Er scheint momentan mit dieser 2. Position zufrieden sein zu müssen. Ja, also es fehlt immer so ein ganz kleines Stück und es ist auch sehr schwierig, weil man hat gerade gesehen, wenn er da wirklich jetzt aus der Spitzkehre, wo sie jetzt drauf zukommen, wenn er da nicht optimal dran ist und mit beschleunigen kann, dann schafft das am Ende der Geraden auf keinen Fall. Und jetzt laufen die beiden auf ein Paket von 3 Fahrern auf, die dicht beieinander liegen, die es jetzt zu überrunden gilt. Da bin ich gespannt, ob das jetzt reibungslos vonstatten geht. Andi Meklau ganz weit rausgetragen worden, während Jochen Schmid hier die viel direktere Linie gefahren ist. Die Beschleunigung auf die Gerade raus. Sieht fast so aus, als ob der Andi da leichte Probleme hätte. Vielleicht hatte er den Reifen gewechselt und hat sich gedacht, okay, wenn ich so zum Schluss noch die schnellste Runde fahren kann, praktisch in der 16. Runde die schnellste, hat er vielleicht einen etwas weicheren Reifen genommen und der war eine Spur zu weich. Oh, Fuß mal runter, Uwe Pollheide. Kurz Bodenkontakt gesucht, also da scheint die Position auf dem Motorrad auch nicht mehr optimal zu sein. Da hält er ihn wahnsinnig auf, der Uwe Pollheide. Also das könnte vorentscheidend sein, weil da kommt der Udo kaum noch ran. Aber der Christa wird ebenfalls aufgehalten. Vor seiner Nase turnt da Gisbert Spilt herum. Ein Holländer, der sollte hier fairerweise sich aus diesem Spitzenkampf raushalten. Da hat er einfach nichts zu suchen. Ja, wenn nicht genug blaue Flaggen geschwenkt werden, ist das auch schwierig für die Vorausfahrenden. Ne? Es muss halt einfach vehement gewedelt werden und dann müssen die Überrundeten dann Platz machen. Man muss da mitspielen. Die Dinger stehen dann nicht da, dass die Jungs sich hier Frischluft zufächeln. Die haben auch Sinn und Bedeutung. Also, das ist hier ein Ausbildungskurs, ein Fahrsicherheitstrainingscenter, dieser Circuit Goodyear, mit Hilfe europäischer Subventionsgelder aufgebaut. Und das ist einmalig in ganz Europa, das gibt es nur in Luxemburg. Wer hier Führerscheininhaber ist, nämlich Neuling für Pkw und für Motorrad, der muss innerhalb der ersten 6 Monate des Besitzes des Führerscheins nachweisen, dass er ein Fahrsicherheitstraining auf diesem Gelände absolviert hat. Ist eigentlich sehr vorbildlich. Das ist auf jeden Fall sehr vorbildlich, weil gerade die Leute, die einen Führerschein gerade haben, die können es halt noch nicht. Und wo hier das Fahrerlager ist, da ist also so eine Nassasphaltstrecke für Bremstests, für Regentraining und so weiter. Andreas Hoffmann, der kommt immer näher an Lavia heran, aber auch ihm fehlt noch so der kleine Resttupfengeschwindigkeit, um problemlos an dem Spanier vorbeizuziehen. Und dass der knüppelhart zurückfightet, haben wir im ersten Lauf gesehen. Ja, wir haben jetzt so 2 Highlights im Rennen hier. Das ist einmal um die Spitze und hier um die 4., 5. Position. Und da wird wirklich hart gefightet und ich denke, dass wir wirklich noch in der letzten Runde 2 Angriffe sehen werden. Kleine Korrektur sei erlaubt, es geht um die 5. und 6. Position. Auf Position 4 noch Andi Meklau. Der hat einen gesunden Vorsprung von 13 Sekunden gegenüber Lavia. Den hat er also gnadenlos abgehängt. Aber was der Andi Hoffmann hier macht, das ist schon allererste Sahne. Jetzt könnte man natürlich hetzen, ketzerisch sein und sagen, jetzt macht der Mann da ein Jahr Pause, fährt Wasserski auf dem Bieler See, hockt sich hier auf dem Moped, das nicht mal auf seine Bedürfnisse abgestellt ist und fährt den anderen Jungs davon. Das spricht nicht für den Rest des Feldes. Ja, aber vielleicht ist das für uns eine gute Vorbereitung. Wir sollten nicht so viel Motorrad fahren und ein bisschen mehr Wasserski fahren. Wäre mein Ansatz fürs Training. Aber der Christa Lindholm, der hat hier ganz andere Gedanken. Der hat nämlich auch 2 Wochen Motorbootspielen hinter sich. Der war in Schweden, hat Urlaub gemacht, kam knackebraun gebrannt zurück. Die haben also da richtig schönes Wetter gehabt im Norden. Es muss also nicht immer nur der Süden sein. Hat sich da ein bisschen Zerstreuung gesucht. Volle Konzentration jetzt hier aufs Rennen. Hat alles bestens umgesetzt, was er sich vorgenommen hat. Der Udo mag ein bisschen zu weit zurück, um hier noch ernsthaft um den Sieg eingreifen zu können, denke ich. Und damit kann der Christa seinen 2. Doppelsieg unter Umständen einfahren und hat doppelten Grund heute Abend mit seiner Mannschaft so richtig abzufeiern.
Geburtstag und Doppelsieg, was will man mehr? Ja, es ist noch nicht ganz vorbei. Also, das sind diese Überrundeten, die das immer wieder kaputt machen. Also, jetzt war Udo gerade wieder auf Schlagdistanz. Herr Hafner, Vornamen Gerd. Das war eine Situation, da sollte man die rote Karte zücken. Schade, wenn man da eingreift in so einen Spitzenkampf. Damit hat Christa Lindholm jetzt eigentlich leichtes Spiel. Sehr komfortabel, sein Vorsprung. Wenn jetzt nichts mehr Grobes dazwischen kommt, Technisches, und da ist auch schon die Flagge, dann hat das im Sack, wollte ich sagen. Und schauen Sie sich die Freude an. Geballte Faust, Riesenjubel bei Christa Lindholm. Der baut natürlich jetzt seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus, denn der direkte Verfolger, Andy McLeod, nur Vierter geworden, hat da viel am Boden verloren. Und Lavia wird das Duell gegen Andy Hoffmann gewinnen. Der wird auch nicht mehr auf Biegen und Brechen hier eine Harakiri-Aktion starten. Er weiß, Lavia braucht die Meisterschaftspunkte, ich nicht. Ich habe meinen Achtungserfolg hier gelandet. Und Applaus, berechtigter von den Zuschauern, auch für diese beiden, die hier einiges den Fans geboten haben. Schönes Rennen, nicht ganz so spannend wie der erste Lauf, aber dennoch mit schönen, dramatischen Situationen. Der Einlauf Lindholm, Mark, Schmid, McLeod, Lavia, Hoffmann und Thomas Klink als Siebter über die Ziellinie gekommen. Rob Phillips wird Achter, Robert Hüber Neunter, Werner Dimperl Zehnter und wir sind gleich wieder zurück in Luxemburg. Du sagst, wenn wir nicht drauf sind. Weiterhin wunderschönes Sommerwetter auf dem Circuit Gut hier in Colmar Berg. Wir sehen eine schöne Fahrstudie des heutigen Doppelsiegers von Christa Lindholm. Und wie schon nach dem ersten Lauf ein herrlicher Burnout. Da freut sich auch der Reifenhersteller. Also, da sehen wir das Tableau. Lindholm vor Udo Mark, der zum zweiten Mal Zweiter wird im Verlauf der Saison. Jochen Schmidt zum zweiten Mal Dritter. Da sieht man also so gewisse Konstanz auch in diesem Meisterschaftsverlauf. Der Andy McLeod, ein bisschen enttäuschend. Der zweite Lauf für ihn, 10,2 Sekunden der Rückstand. Das hat er sich so sicherlich nicht vorgestellt. Herausragend, der 6. Platz von Andreas Hoffmann. Wer hätte das gedacht? Kleines Gastrennen, just for fun. Und siehe da, der 6. Platz. Thomas Klink, 7. Und der Älteste im Feld, immerhin auf Rang 11. Rang 12 nach dem ersten Lauf, der hat sich hier bestens verkauft mit seinen 45. Also, der kann es nach wie vor. Und wir wollen uns mal die strahlenden Sieger anschauen und auch anhören. Alle drei strahlen sie, auch Jochen Schmid natürlich endlich mal wieder auf dem Siegerpodest. Jochen, gutes Gefühl? Ja, ist ganz klar wieder schön hier dabei zu stehen. Und ich denke, wir hatten vom Motorrad jetzt auch wirklich das Optimum drin. Ich bin am Anfang leider beim Gregorio und beim Andi nicht gleich vorbeigekommen, so ist mir der Udo und der Christ etwas entwischt. Aber ich bin erstmal froh, wieder auf dem Podest zu sein. Und ich denke, Nürburgring, das ist sowieso meine Lieblingsstrecke, dass da vielleicht unsere Stunde schlagen wird. Also da können wir wieder einiges erwarten von Jochen Schmid. Udo Mark, wir haben es vor dem Rennen noch gesagt, neuer Reifen drauf und da lief es auch wesentlich besser jetzt gerade. Aber du bist während des Rennens so ein bisschen behindert worden, hatte man das Gefühl. Ja, ich bin natürlich total happy, hier auf dem Podest zu stehen. Es lief tatsächlich viel besser, hatte viel mehr Spaß, aber beim Fahren war eine absolut geile Kiste. Behindert worden sind wir beide, aber ich habe mir das zweitletzte Eck ausgesucht, ihn zu überholen. Ich hatte dort immer Luft, hätte auch vorbeigekonnt, aber ein Überrundeter hat mir vorher die Tür zugemacht und dann war es gelaufen. Trotzdem stolz, endlich mal wieder, und vor allen Dingen der zweite Platz und das würde ich sagen, ist doch ein richtig gutes Gefühl fürs nächste Rennen vor allen Dingen. Ja, man sieht vor allem auch mein Team, Suzuki und ich, wir kommen zusammen. Es wird immer besser und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass wir auch wieder ganz oben stehen. Also da hoffen wir alle drauf und wir werden sehen am nächsten Wochenende schon. Christa Lindholm, ich habe es beim ersten Lauf schon gesagt, zum 7. Lauf hier, dass du dir ein perfektes Geburtstagsgeschenk gemacht hast. Aber noch besser hast du es natürlich jetzt gemacht. 2 Siege zum Geburtstag. Du scheinst dich so ein bisschen abzusetzen. Ist das der perfekte Fahrer und das perfekte Team? Nein, das ist der komplette Motorrad und Fahrer und Team. Das Team arbeitet sehr hart sind Most und wir haben eine gute Leistung und wir haben hier und Most einen super Reifen und alle arbeiten zusammen perfekt. Und auch, man hat ein gutes Gefühl auf dem Motorrad und dann ist es nicht so schwer, so schnell fahren. Das ist gut. Glaubst du, dass die Meisterschaft jetzt ein bisschen ruhiger wird? Das heißt nicht langweilig, möchte ich nicht sagen, aber du hast schon einen guten Vorsprung jetzt vor Andreas McLeod. Ja, wir haben der erste Rennen dieses Jahr war ein DNF und das ist noch möglich mit einem mehr DNF, so mit einem viele Punkte Rückstand. Das ist nicht, nur jetzt, nicht die Saison. Also die Saison ist noch lange nicht zu Ende. Das ist das, was Christa Lindholm uns gesagt hat. Wir gehen wieder rück zu Peter Kohl und dann schauen wir uns die Siegerehrung an.
Nettes Understatement. Der sympathische Schwede will hier noch nichts von Titelvergabe wissen. Das zeichnet ihn auch ein bisschen aus. Er ist wirklich ein Top-Sportsmann, ein sehr, sehr sympathischer junger Mann. Aber ich denke, die Titelvergabe geht nur über ihn. Ja, auf jeden Fall. Also der Christa ist auch konstant gut, konstant schnell. Das Motorrad wird perfekt vorbereitet. Und gut, man kann den einen oder anderen Achtungserfolg wird dann kommen. Aber zur Meisterschaft hin, wenn Christa so durchzieht, ist es doch schwierig. Weltmeisterschaftslauf am A1-Ring ist nicht für Christa Lindholm, hat die Teamleitung bereits entschieden. Aber in Assen ist er vielleicht bei der WM wieder dabei. Und da kann er sich mit den ganz Großen noch einmal messen. Und wir sehen ihn hier ganz oben auf dem Podest stehen. Das ist in der WM natürlich nicht möglich. Da sagt er, bekomme ich einfach nicht die Top-Reifen wie die Spitzenfahrer. Und dann kannst du auch schon nichts ausrichten. Aber Achtungsergebnisse einfahren, auf sich aufmerksam machen. Vielleicht einen Vertrag für die nächste Saison bekommen, wer weiß. Die Nationalhymne läuft und die Jungs unterhalten sich frisch. Man sieht also, wie locker es hier in der Pro Superbike zugeht. So soll es auch sein. Hart kämpfen, aber kollegial miteinander feiern. Schöne Bilder. Marco Panacci, der hier zuständig ist für diesen Circuit Goodyear, für diese Fahrsicherheitstrainingsstrecke. Bei der Siegerehrung überreicht die Pokale und Jochen Schmid hat sich schon bewaffnet. Bin gespannt, auf wen er es da abgesehen hat mit dem Champagner. Wird er gleich kräftig schütteln. Der Christa hält sich schon mal das Handtuch vors Gesicht. Man weiß ja nie. Wir sehen den Gesamtpunktestand, den neuen. Christa Lindholm, er hat sich absetzen können von Andreas Meklau. Das ist doch schon ein relativ komfortabler Vorsprung. Denn selbst wenn er jetzt eine 0 schreiben sollte und Meklau gewinnt beim nächsten Rennen, dann ist Lindholm nur noch mit einem Punkt vorne. Das war eine schön abgesprochene Attacke. Wunderbar. Alles auf die Funktionäre. Sehr schön, herrlich. Nicht gegenseitig die Kombi nass gespritzt, dass die dann muffelt und stinkt. Nein, diesmal sind die anderen die Opfer, während Sie hier die Punkte eingeblendet sehen. Nochmal Mitgefühl für Michael Rudroff, der verletzt im Krankenhaus liegt mit einer kaputten Kniescheibe. Wir drücken ihm die Daumen, dass er möglichst schnell zurückkommt. Der sehr sympathische Bayer. Dieser Szene würde was fehlen, wenn er nicht mehr mit dabei ist. Noch einmal fürs Siegerfoto zurück aufs Siegerpodest. Und wir geben ab an unseren Easy Rider, an unseren Bullen in Leder. Vielen Dank, Peter Kohl. Nettes Kompliment, nachdem du eben noch gesagt hast, ich hätte eine Popperjacke an. Wir verabschieden uns von diesem Rennen hier und heute am Kolmer Berg. Ein schönes Rennen war es, spannend war es auch. Und wir sind ganz gespannt auf die nächste Woche. Den nächsten Sonntag sehen wir uns wieder am 3. August am Nürburgring zum nächsten Rennen der Pro Superbike Meisterschaft. Bis dahin machen Sie es gut und schalten Sie wieder ein. Wir sehen uns.